Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Da ist er wieder, der Duft von Aprikosen mit einem Hauch Zimt. Es riecht wie das Ende eines fernen Sommers, wie die Oberfläche eines fremden Planeten, wie ein antiker Tempel. Du atmest tief, tief ein. Bitter, citrus, sweet. It seems to grow stronger, like a glow, with every breath you take. Until a blossom of skin and flower petals erupts behind your closed eyes. Made of toffee, cream, and distance, you just had to take a dive. Your heart working overtime, trying to keep up with the panicked synapses firing all over your brain, moving liters of blood through you, panicking. Feels so familiar. Ein antiker Tempel? Yes, from the height of antiquity, a long time ago, millennia ago, on an island of time you can never return to. Das Ende des Sommers. The sun sets into the sea, but the water does not boil. Instead, it turns to liquid gold. For a moment, the world's store of precious metals seems to increase dramatically, and you are rich. There is a movement next to you, the shuffle of a small coat, warm like the evening. But when you turn toward it, there's nothing there. Wohin ist er? Why are you talking to a gum wrapper? Okay, das war weird. Aber wir haben noch einen neuen Gedanken gewonnen. 5 Stunden. Du hast die Spur des Wesens gefunden, das dich über mehrere Dimensionen hinweg verfolgt hat. Des Düsterjägers, des Konglomerats, der zwielichtigen Organisation, die hinter dem Absturz steckt. Steht womöglich in Zusammenhang mit dem gefürchteten Ex-Jemand. Natürlich ist es unmöglich, ihre wahre Identität festzustellen, aber du erinnerst dich, wo du den Verrat zuerst gerochen hast. Ja, nimm das Tutti-Frutti-Kaugummi-Papier zur Hilfe und rekonstruiere den Tag, an dem du zuerst ihre nicht vertrauenswürdigen Atome eingeatmet hast. Ja. Ich finde es halt gerade absurd crazy, dass es noch so 8000 Gedanken gibt, die wir noch nicht gefunden haben. Die Litanei von Kontaktmikro. Hardcore-Ästhetik. Die Wunder von Insulinde. Der 15. Indostamm. Das sind wahrscheinlich schon Sachen, die wir... Der Bulle der Apokalypse, ja. Masovianische Süße. Das sind... Ich überlege gerade. Also bei einem Teil würde ich sagen, okay, wenn wir uns hier und da anders entschieden hätten. Ja, maybe. Hätten wir da schon rankommen können. Ich meine, wir haben auch immer noch eine ganze Sache, die wir noch nicht gelernt haben. Also nicht verinnerlicht haben. Weiß nicht, fühle ich gerade alles nicht. Oh, hey man, it's good to see you. Goodbye, officer. Ich wollte Gewandtheit in meiner Kleidung. Oh, ich habe +1 Gewandtheit. Wait, ist das alles? Sag mir bitte, dass das nicht alles ist. Sonst müssen wir das mit einer 3% Chance rollen. Also dann ist das halt so, aber... Dann ist das halt so. Eine Suchfunktion dafür wäre halt einfach so gut, ne? Oh, hey man, it's good to see you. You close your eyes surprise. and dream of the shapes your body should form to bring this strange music into life. For now, such ferocity of motion is beyond you. But just imagine the moves you could pull to this futuristic beat.
puts a grin on your face just to think about it. Even a failed attempt gets the juices flowing and repairs some of the damage done by battles lost. If you up the dose and truly dance, who knows what will happen? Salvation. Goodbye, officer. Ist der Krabbenmann eigentlich wieder aufgetaucht? Ich würde im Zweifelsfall gerne mit ihm über das Pale reden. Aber das ist, glaube ich, einfach keine Option. Geht bei ihr noch was? Yes, what is it? Nochmal wegen diesem 2 mm großen Loch. The swallow, you mean? What about it? Tja, das hatten wir alles. Great. Thanks. Okay. The mother of humanism stands above you. Ich habe immer so das Gefühl, dass man da noch reingehen kann, aber das. Oder durchgehen kann, aber das ist einfach nicht der Fall. Okay. Ich weiß es doch auch nicht. Ich laufe hier noch mal ein bisschen rum, aber irgendwie... Ne, das wird nichts mehr bringen, oder? There's some tear. Empty. Das hatten wir alles, aber die Leiche ist immerhin weg. Oh, wir könnten natürlich noch mal in die Zentrale anfunken, gucken, ob da noch irgendwas bei rumkommt. Kann ich hier quick traveln? Nein. Nein, kann ich nicht. Aber hier. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, This is Precinct 57. How may I assist you? Okay, ich glaube, da sind wir einfach durch. Ich will nicht nochmal mit dem 41. verbunden werden, to be fair. 57, over and out. In the cabin, you see Nee, schon einfach nicht. Mit Kuno können wir nicht sprechen, ne? Wir könnten einen Punkt jetzt in Empathie stecken. Und dann nochmal mit Kuno sprechen. Fuck does Kuno care? what's going Oh, on. come He's an on. ungovernable youth on your crime scene, throwing around incendiary language, trying to push your buttons. Kannst du den großen Kuno mal kurz abstellen? Trying to fuck at the Kuno! Trying to fuck at me! Trying to fuck! Kuno only gets higher! It's faster, faster, faster! Can't take the Kuno! Stay out of the reactor! Kuno gonna fuck you up! Up, up, up! Normal is not what we got here. You've got to work with what you have for now. Kuno doesn't fucking care! Ja, schade. Nun denn. Cool, ich habe keine Ahnung, wo ich noch weitermachen soll, um ehrlich zu sein. Also klar könnte ich Evra halt seine Unterschriften besorgen, aber... weiß ich halt nicht. Mit ihr können wir nicht mehr wirklich reden, oder? Also schon noch, aber da wird nichts mehr rumkommen. I guess. Hello, officer. What brings you up here again? Sehen wir ihr in die Augen. She looks back. Time moves slowly.
the triangles of her face rearranging into a weary smile. Don't worry, we will protect you from her beauty. We will consult you through the reefs and sounds of her persona. We will see through deceits. You are shielded. You are wise. You are advised. There are muscles on long white bones that line her limbs, just below the silver jumpsuit. Was ist denn plötzlich los? Nothing, just time passing. Don't worry. Anything out of the ordinary and you would be notified. Air moves in your windpipe. Your heart beats. You're a detective. Get back to detecting. Werde ich betört? She presses her elbows against her waist and slowly turns her head. Her hair brushes her shoulders, making a small hissing sound, almost imperceptible. Du wendest den Blick ab. The strange moment ends. It was brief, no longer than 2.2 seconds. Hat dafür in echter Spielzeit aber immerhin 2 Minuten gedauert. Okay. I don't know. Ich weiß es da auch nicht. Na, scheiß auf Empathie, das wird jetzt eh nichts mehr. Dann können wir auch wieder unsere Standardjacke nehmen. Die ist hier. Ne, ist sie nicht. Die ist hier. Und bitte meine Standardhose. Und bitte meine Brille. Das Fallbuch behalte ich jetzt einfach mal in der Hand. Oh, hätten wir noch... Na, wait. Ja. Nee, nichts davon macht plus Empathie. Auch die Drogen hätten uns nicht geholfen. Was machen die beiden hier eigentlich? I don't get it at all. Yes? What is it? Haben Sie mich singen gehört? That was pretty good, Harry. Wasn't it, Jean? That was. Yeah, that was absolute shit, if you want my opinion. Drunken shit. Haven't wanted anything to end this badly since I had cluster headaches. Wow, danke. Horrible. Truly horrible. I beg of you, don't ever subject anyone to this torture again. I mean, seriously, you need to... Jean, it's not right. Don't make it worse, and I really liked it. Okay. Monikas Titten sind riesig. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe original keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also wirklich so gar keine. Ich muss einmal mit Joyce sprechen. Irgendwas passt mir bei Joyce nicht. Irgendwas habe ich da, glaube ich, vergessen. Oder falsch in Erinnerung. Na, komm schon. You're back. Good. What can I help you with? So, erzählen Sie mir mehr über den Streik. Was wissen Sie über diese Tätowierung? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question.
Warum? Was hat das Foto anschauen mit dem Lynchmord zu tun? Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Okay. Aber... Ach, verdammt, sie hatte mir vor einer Zeit irgendwas erzählt von wegen... Ich habe irgendwas in meinem Kopf abgespeichert von wegen... Die LKW-Fahrer müssen da wieder weg? Aber also das ist ja nichts, was ich machen kann, oder? Ich weiß es nicht. The lorries are still stuck at the roundabout. If the police is asking, one of the drivers might admit to it. Ach was. Okay. Einer der Fahrer vielleicht zu... Okay. Wir haben bereits den Verdacht, dass einer der Fahrer während des Lynchmords anwesend war. The two might even be connected. Or not. Though, if you have evidence to the contrary, I'm eager to hear it. As eager as I am to share it, Lieutenant, once the job is done. Ja, aber sag mir doch bitte nochmal meinen... Okay, ich habe über die Schmugglerermittlungen nachgedacht. Yes? Wir übernehmen den Fall und befragen die Fahrer. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. Ich wüsste gerade nur 2, aber okay. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time you need. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Sie nimmt einen weiteren großen Schluck aus ihrem anscheinend bodenlosen Thermobecher. Ich habe ihr halt meinen scheiß Ausweis gezeigt, aber sie tut mir den Gefallen halt trotzdem nicht. Das nervt mich halt so. Dass ich da denke, ich habe da irgendwas übersehen oder so, keine Ahnung. Aber gut, befragen wir die Leute. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Sie wirken wie jemand, der sich mit Drogen auskennt. Warte. Wenn wir bei ihm auch Empathie brauchen. Oh Gott, was war es nochmal? Die Jacke? Nee. Doch. Still here, stuck in this damn jam, my man. What's up? Was sehe ich in seinen Augen? In his eyes, an unfamiliar longing. Flecks of brown and gold. Vertraut? Inwiefern? It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. The road continues for miles, flowing together with other roads, turning into causeways or bridges, ending suddenly in dead ends, or ramping up or down highways. It forms a crisscross pattern across the land. Wohin führt sie? Above the Jamrock Quarter, in the form of a raised motorway, and then the never-ending sprawl of Forburg, high above buildings, new and old, the air filled with the rumble of motor engines. To the old south, to the farthest outskirts of Revachol, through the checkered fields of farmland, upstream to the river Esperance, past Montmartin, the border approaches. Was liegt hinter der Grenze? You cannot see. It's out of the city. Up ahead, the mist blocks all sight. A gale blows across your cheeks. It is cold. Before you stands a tall lorry driver with sad eyes. Was befindet sich im Südwesten? Excuse me? Er wacht aus seinem Tagtraum auf.
A flinch jolts his frame. The question has touched a nerve. Sehnsucht kann ich nachvollziehen. Seit ich aufgewacht bin, spüre ich etwas Ähnliches. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. Diora? Diora of the Seven Seas. It's on the other end of Le Caillou, pretty much. On another island called Laurentide, off mainland. We've got a little place there. Can almost hear my kid laugh when it snows. Wie ist es, wenn einem jemand fehlt? What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. What about you, Cop Man? You missing someone? Is that what it is? This feeling? No, it's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Nein, ich habe das Gefühl, gejagt zu werden. Hunted? By what? Eine schattenhafte Gestalt, von der ich nur weiß, dass sie ein Ex-Jemand ist. An ex-wife? Maybe. The pain burns in your chest, radiating. The crown of arteries on fire. Ex-Ehefrau. Es ist eine unheilvolle Präsenz, die mich durch alle Dimensionen der Existenz jagt. Als ich aufwachte, ist sie mir in diese Welt gefolgt. Ich glaube, es könnte sich um eine Dimensionsjägerin handeln. Nein, es ist der große weiße Geist, der die Welt verschlingt. Was es auch sein mag, eins steht fest. Meine Ex-Frau ist es nicht. Ich gehe mit dem ersten. Sinister presence. Wow, that sounds really bad. I hope that doesn't happen in my marriage. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass mit Ihrer Ehe immer alles gut laufen wird. Yeah. In marriage, you never know if you're doing the right thing. I hope we're doing our best to keep ours together, but anything can happen. Look, man. Thanks for this. It's nice to talk to someone. I know it wasn't easy to ask, so I hope you find your way through your own troubles. Okay, cool, das hat mir 5 EP gebracht und sonst nichts. Sie wirken wie jemand, der sich mit Drogen auskennt. Ah, man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Just be straight with him. Ich will Ihnen reinen Wein einschenken. Ich versuche herauszufinden, wer von Verladestation B aus Drogen schmuggelt. We have a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Was machen Sie dann noch hier? Gotta guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. A rhymesmith? This is quite credible. It goes with its cadence and way of speaking. Working on these rhymes clearly leads to muscular atrophy. Make sure you don't get hooked on poetry. Was glauben Sie dann, wer hinter dem Drogenhandel stecken könnte? Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. It's not a lie. It's something else. Impossible to say what at this point, but there's something in him. Some trepidation. Das wäre vorerst alles. Wir haben irgendwas, was Konzeptbildung gibt. Ich bin mir sehr sicher.
Und dann würde ich ihn gerne mit meinen Reimen beeindrucken wollen oder es zumindest versuchen. Hier, Konzeptbildung. Ist das alles? Probably. Ja. Okay. Still here. Stuck in this damn jam, my man. What's up? Your best verse? You don't even have a bad verse in here. Just tumbleweed and liquor stains. Wait, no. What are you doing? Was passiert hier? Und also A, wie können wir es bei einem 92% Chance einfach failen, nachdem wir vorhin schon die 72 gefailt haben? So, come on. Und wegen ihr bin ich am Ende. Ich bin verfickt nochmal am Ende. That's brutal, man. But you know, time will... No, stop. He's already mortified. Nein, Tommy, das sind meine Reime. Hören Sie zu. Sie fickte mich, bis ich blutete. What the hell? That's, In the name of God, what are you doing? Ja, das frage ich mich auch. Leute, kriegt euch ein, so denke ich nicht wirklich. Es ist ein Gedicht, ja, weiß ich nicht. Ja. Yeah, I get that, and it's cool, but... Ah, wir müssen das sagen. Ich werde nie wieder der Alte sein. Sie ist immer noch da. Scheiß auf den Fall, scheiß auf alles. Totaler Untergang. Yeah, I get it. These are your rhymes. They're from your life. Doesn't matter if they're robust, they're honest. So, thanks, man. Yes, and I also thank you for stopping. We have a drug investigation to return to. How about we do that? Danke, Kim. Mach's nur noch schlimmer. Ah, come on, Alter. Okay. So, er ist auf jeden Fall noch LKW-Fahrer, glaube ich. In dem Kreisel sind angeblich mindestens 3 LKW-Fahrer. Is that so? Was ist denn das hier eigentlich? Ah. Hier liegt Speed. Okay. Okay, Motorik und Psyche. Wie praktisch. Jemand hat dieses kleine Amphetaminfläschchen mit einem Strohhalm ausgestattet. Speed to go für Lastwagenfahrer. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, the radio plays. Du schnippst dir mit den Fingern vors Gesicht. If you want her attention, you may need to be more forceful. Du schnippst zweimal mit den Fingern. Where am I? Who are you? The smile on her face has disappeared, replaced by the weary aspect of a cornered beast. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Sie waren weggetreten. Never mind. I remember now. I'm still stuck in that traffic jam in the 50s. Moment, was ist so schlimm an den 50ern? The men have the small jaws and everything is made out of plastic. Why do you need plastic when you can make the world out of amber? An welchem Ort wären Sie denn lieber? Back in Methka, during the time of the revolution. The sidewalks and cafes are filled with the young people. I was on my way to see a new Boyadero picture starring Gabriel Buendero. Until you came along, that is. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie in jüngeren Jahren in Mesk waren? Someone was. Jemand? Sind das nicht Ihre Erinnerungen? They are someone's memories, boy. What difference does it make if it's me or not? They're beautiful. That is all that matters. Beautiful and true. And they will win. They're coming for this, you know? All of this. She seems to derive some bitter pleasure from this strange thought,
as if the past will one day wipe the present away, like a tidal wave approaching. Tut mir leid, dass ich Ihre Tagträume unterbrochen habe. I wasn't dreaming. I was there, Loman. It was early spring, and the man behind the black sun had just come out. The posters were 20 meters tall. Everything was golden. Sie kneift die Augen zusammen, um dich zu mustern. While you, people, were tearing each other apart over your petty little revolution, in Meth, it was a golden age. Ah, ja, okay. Ich habe noch ein paar andere Fragen an Sie. Polizeifragen. Why not, Harife? It's not like I have anything better to do in this hellhole. Sie lehnt sich wieder gegen das Gelände ihres Lastwagens. Hinter ihr türmen sich auf dem Armaturenbrett bergeweise Erinnerungsstücke, Fotos und Nippes. There's something off about this woman. Tell her to show you the soles of her boots. Maybe she was at the hanging somehow. What? Zeigen Sie mir bitte die Sohlen Ihrer Stiefel. Now what do you want with an old woman's boots, Sheriff? Können Sie mir... Es geht um eine wichtige Polizeiangelegenheit. I'm starting to think you should let me get back to Gabriel Buenguerro. You are no Gabriel. She's wearing sturdy worker's boots, made of black leather. Buckles run across. The sole is also made of leather. Und jetzt bitte den anderen. Just before Gabriel, it was the coronation of Franco Negro. Now, there was a real man. Du kannst in dem Muster nichts Ungewöhnliches erkennen. Sie stellt ihren Fuß wieder ab. Moreover, the boots were size 37. Tiny. There are too many discrepancies in all this. Sie ist nicht die mit der sonderbaren Sohle. Es sind nicht die Stiefel, von denen die Fußspuren stammen. I could have told you that from just looking at them. The size is 37. The feet of a little girl. They fit well on the pedals. Was haben Sie geladen? Diamonds. Wirklich? Of course not. But wouldn't it be marvelous if I was? Wäre es. Aber was haben Sie wirklich geladen? Whatever stupid things they put in the lorry, I imagine. Also Sie wissen nicht, was Sie in Ihrem eigenen Lastwagen transportieren? I quit concerning myself with that a long time ago. Besides, I don't drive the lorry for the cargo, if you know what I mean. She says that as if something narcotic is the real reason. Was, wenn es sich bei der Fracht um Schmugglerware handelt? Then it's contraband, Loman. What? Do you want to take an old woman in? Be my guest. Lock me away like Bad Hand Hermenegildo. Bad Hand, Hermenegildos' bad hand, strangled 300 people. What can I say? Some people just really like strangling people. Bevor ich herkam, haben Sie abwesend gewirkt. She's just a distracted old woman. We should maybe let her get back to her things. So he doesn't think she's the smuggler. You hear that, Loman? I don't think your partner likes you spending too much time with me. Moment, können Sie das erklären, Lieutenant? Ob Sie einen Lastwagen fahren sollten, wenn Sie manchmal so neben sich stehen? Die Touren, die Sie fahren, sind ungewöhnlich, oder? Some of them are like home to me now. I would say the routes I drive are usual to me. Was für Touren sind es? Lomonosov's Land, Udachnaya Zemlya, the Western Plain. Sie nickt und schließt wieder ihre Augen, um abzutauchen. A terrible cold comes over her, rattling her teeth as she stares inward. The Transcatolia Magistral. You for 1A. Adestradas do Mirador. All the good ones. The deep trenches. Where the bluebirds fly. Sie öffnet ihre Augen wieder und erschauert. Ich bin Experte, was Filmrisse angeht. Wir sollten besser auf sich aufpassen. You're right, Loman. I'm the one who should take my health more seriously.
Thank you for looking out for me. A correct appraisal. You're quite shabby. Is that all you woke me up to say? Sie wirken wie eine Frau, die das ein oder andere über Drogen weiß. What do I need drugs for, Lowman? What I see, what I feel. The great adversary. No drugs can compare. Der Gegner? Yes. There is a protagonista and an adversario. I am on the side of the adversary. There's no coming back from that hole. The pal sounds like the drug to me. Okay, das war es nicht, worauf ich hinaus wollte. Then what were you getting at? Was genau transportieren Sie denn? Your man, Lowman. What of it? Okay, lassen Sie es mich anders ausdrücken. Schmuggeln Sie Drogen von der Verladestation oder durch die Verladestation B? Maybe. Probably not. Makes no difference to me either way. Sie hatten schon gesagt, dass Sie nicht wüssten, was Sie transportieren. Könnte es sich um Drogen handeln? Just this month, I made half a dozen trips from Saramiriza to Wrack, on the U41A. What do you think they take from Saramiriza to Wrack, Lowman? Ich weiß es nicht. Deshalb frage ich Sie. It's diamonds, Lowman, obviously. Damn this. Make her answer. Wenn Sie raten müssten, was glauben Sie, wer hier in der Gegend Drogen schmuggelt? Easy. He's the skinny man who thinks he's a poet. Never trust a poet. Also, he's the only one I can see from here. That's correct. There is no visibility of any of the others. Okay, wenn Sie nichts mit dem Boah Gott, was ist denn heute los? Wenn Sie nichts mit dem Drogenschmuggel zu tun haben, warum warten Sie dann immer noch hier? Where do you want me to go? This isn't so bad. I can listen to music, or the seagulls. Look at all the colors and the features of this world. It's a good palate cleanser, this jamboree. Or I can just relax and let my mind carry me back where it will, to the Great Plains. I think we're done here, no? Ich glaube, ich weiß, was mit Ihnen los ist. And what is that? Sie sind eine Graufahrerin. Sie transportieren Güter durch das Grau. Great. He asked the Pines rep about the bail, and now he's talking to everyone about it. Fine then. Just try not to black out again, and don't contemplate. We don't have time for that. Ich sinne nach, Kim. Ich leite daraus existenzielle Schlussfolgerungen ab. Nein. War nur für meine Ermittlungen. Nur dazu brauchte ich es. Und alles hat mit dem Grau zu tun. Meine gesundheitlichen Beschwerden, der Fall, alles. Es ist alles entroponetisch. Wie gehen wir mit dem Mittleren? Ich habe keinen Bock, mit Kim zu streiten. That is exactly what I didn't want you to do. Ma'am, my partner wanted to know if you work in Pale Transport. Ja. Das... Warum so pisst, Kim? No offense. But your partner? Sie setzt nur eine Zigarette an und eine Wolke aus silbrig-weißem Rauch verschwindet in ihrem Mund. Seems like a bit of an idiot. Republica. A filterless cigarette from Misk. Republica. Nicht besonders gut für ihre Gesundheit. Nach einer von extremem Alkoholkonsum geprägten Nacht hatte ich einen Filmriss und keinerlei Erinnerungen mehr an die Welt. Warum sollte ich ihr das erzählen? Ich hatte aus schierem Kummer einen Filmriss. Und keinerlei Erinnerungen mehr an die Welt. Ich bin kein Idiot. Ich bin ein Polizist der BMA. Bezeichnen Sie mich nicht als Idioten. Nö, dann das Erste. Neither is spelled transportation. Life is transitory. Okay, dann gehe ich mit. Ich bin kein Idiot. You are an idiot. Ja. And you are keeping me here, glued to this racket. Unless there was anything else,
Yes, go. Enough jamboree. I need to get back to Mesky. Okay, das war weird. So, ein LKW-Fahrer weiß ich noch. Das ist der oben bei den Zeitschriften. Hier ist doch sonst noch niemand, oder? Also sie hatte ja... Also Joyce hatte ja gesagt, mindestens 3 an dem Kreisel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den anderen unbedingt noch mit an den Kreisverkehr zählen wollen würde. Aber hier ist ja auch Schicht, oder? Also hier geht es ja nirgendwo mehr hin. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy Grad-made machine is well kept for such an old machine. Looking for something, Rand? Come to tell me to fuck off again? Ja, vielleicht. Sie sind Lastwagenfahrer, oder? Was ist Ihre Haltung zu Drogen? Drugs? They're shit, man. I don't let anything pollute my body. Er nimmt einen langen Zug an seiner Zigarette. Warum nicht? You know where that shit comes from? Sarah Miriza, Safre, Ilmara. They take the money from our local junkies here and then use it to outcompete us in the manufacturing sector. Ich hatte vergessen, was für ein blöder Rassist er ist. They know they can't beat us in a fair fight, so they have to get us to weaken ourselves somehow. It's racial sabotage, racial economic sabotage. Augenblick mal, in Ilmara wird doch auch Alkohol hergestellt. Das wurde mir gesagt. Dann gehe ich davon aus, dass Sie keine Drogen aus Martinez herausschmuggeln. Hören Sie, ich stimme Ihnen zu. Es ist unsere Pflicht, dieses Gift von den Straßen Riverscholz fernzuhalten, nicht wahr? Das ist alles, was ich wissen musste. Ich gehe mal mit dem dritten. He eyes you wearily, unsure how to respond. This goes on for about 2 seconds. Then... I don't know shit. And if I did, I wouldn't tell you. Und was machen Sie dann immer noch hier? Die meisten anderen whatever haben sich verdrückt. What do you think? I can't leave the lorry unguarded. Stuff's been getting looted lately. It's those little kips sneaking around at night. If they touch my stuff, the bosses will be on my ass like ass cancer. There was a bunch of spilled boxes in the back of a big lorry nearby. Stimmt, auf dem Weg hierher habe ich einen Lastwagen mit offenen Türen gesehen. Wissen Sie, was da passiert ist? Yeah, I knew that guy. He was an honest driver who loved this country. We were having a good debate about genetics at the Wheeling in Rags when some Kip boys smashed his lock and took damn near everything. Lost his fucking job over it. Since he left, I haven't had anyone to talk to. Tja, da hat er wohl Pech gehabt. It's a fucking travesty, is what it is. Wenn Sie es nicht machen, wer schmuggelt dann die Drogen über Verladestation B? Isn't it obvious? Fucking Sealang, that beady-eyed South Samaran. His little side business is a scam. I wouldn't be surprised if he was peddling drugs as well. Was? Der Straßenhändler südlich von hier? Der Typ ist Lastwagenfahrer? Of course he's a lorry driver. What? He tell you he's just some simple businessman or some shit? He's selling his employer's stuff after he broke the seals on his Humanox lorry. His tribe are natural liars. It's in their blood. He's your man, all right. 100%. I wouldn't be so sure about it. Not until we've heard what Sealang himself has to say. Statten wir ihm doch mal einen Besuch ab. Guess so. Den hätte ich also wirklich nicht als LKW-Fahrer auf dem Schirm gehabt, aber es macht erschreckend viel Sinn. Der ist halt einfach viel zu weit südlich dafür, für den Kreisel, dachte ich. Hier war sonst keiner mehr, ne? Hier war noch das Tape, aber das brauchen wir inzwischen nicht mehr.
cool here, officer. Na, wie ist denn Ihre Haltung zu Drogen? Drugs? I don't go in for that, officer. Drugs ruin lives. Unless you're into drugs, of course. In which case, drugs are excellent. Mwah! Tasty, tasty drugs. Ich stehe total auf Drogen. That's very cool. A lot of the coolest detectives do drugs. Sadly, I don't have any drugs on sale. Or at my home, or on my person. Sir, it appears to be true. No drugs in sight. Not in the box of sunglasses or under the speakers. Wir suchen einen Lastwagenfahrer, der vom Hafen aus Drogen schmuggelt. Er oder sie steht hier im Stau. That's even cooler. You investigating that and all. But I am not a lorry driver. I'm just a street vendor. I don't know anything about that. Sie sind sehr wohl Lastwagenfahrer. Ein anderer Fahrer hat Sie und Ihren Lastwagen identifiziert. Who said that? It's the fat racist, right? I bet it's him. He has an agenda against me because I'm an immigrant who works harder than he does. He's a hater. So you admit you're a lorry driver? No, I just said I work harder and he's an asshole. I'm... Okay, maybe I'm a lorry driver too. A little. But that's not the most important thing about me. That's my day job. This is my dream. Sie haben also vergessen, es mir zu sagen? Es war Ihnen also peinlich, es mir zu sagen? Hören Sie auf, sich daraus zu winden. Was wissen Sie über den Drogenhandel im Hafen? Sileng, mein Informant hat mir verraten, dass Sie für die Gewerkschaft Drogen schmuggeln. Wir gehen mal mit, hören Sie auf, sich daraus zu winden. Nothing. I told you. I'm not a dumb guy. I don't get involved with that crowd. And what crowd is that? Crowd. You know, the drug crowd. No, he wasn't talking about an abstract crowd. It was that crowd. There's more here. He's afraid of this crowd, whoever they are, more than he is of the racist lorry man. Vor wem haben Sie Angst? Sie meinen nicht irgendwelche Drogenleute. Sie wissen, wer Sie sind. Sagen Sie es mir, sofort. Sie verschwenden meine Zeit. Sagen Sie mir verdammt nochmal, wer hier die Drogen schmuggelt. Okay, wenn Sie es nicht wissen, informiere ich Ihren Arbeitgeber, dass Sie seine Sachen verkauft haben. Oh, ist das eine gute Idee? Ja, maybe. No use. He's not telling us. He's too afraid. We need to take him to my station and ask him there. After we've called his boss. Okay, look. There's bad people doing bad things here. That's all I know. Please don't get me into this mess. I spent 15 years working my way up. Here we go. There's a tiny bit of truth on the table. Zoom in on it. Wenn Sie nicht in diese Chose reingezogen werden wollen, dann müssen Sie uns einen Grund geben, Sie damit in Ruhe zu lassen. It's a she, okay? The other drivers call her the lady driver. You're better off staying away from her. The way they talk about her, she's no lady. Wer sind diese anderen Fahrer, die reden? All of them. I don't know. I told you all I know. Are we cool now? I really want us to be cool now. Who exactly is talking about this lady driver of yours? The racist or the other one with the tattoos? All of them. Even the ones who've left. I don't hang out with them. I don't remember who has tattoos. Das ist die alte Frau? Also ist die alte Frau da drüben die Fahrerlady? Weggetreten? Seltsam? I don't know. Maybe. If she is, I haven't gone near her. I don't get involved. It could be. She was strange. He's not ruling her out. Okay, jetzt ist alles cool. All right. I scored. Let's cap this off with a purchase. You can walk away from here with funky sunglasses, detectives. Both of you. You deserve it. Ja, ich lasse sie erstmal in Ruhe.
Okay. Ich will erst noch mal mit den anderen beiden sprechen, bevor ich zu ihr zurückgehe. Looking for something, Hunt? Come to tell me to fuck off again? Ich weiß, dass Sie mich in der Nase herumgeführt haben. Jetzt spucken Sie es schon aus. Wo ist die Fahrerlady? I don't know what you're talking about. Warum grinsen Sie dann so höhnisch? Listen up, fuckwits. You don't scare me. You cops don't run Evashal West. You don't run Martinez. You don't run anything. Und wer hat da was zu sagen? Die Fahrerlady? No. He means La Puta Madre. The name resounds like a bell in the air, a dark gong. You get a bad feeling about it. Looks like the lieutenant has a plan. Let him do this. Yeah, him. Du verschränkst deine Arme und nickst. Then I presume you are familiar with his peonies. Yeah, they're his little bitches. He's got them all over the unions. Not just the unions. He has peonies everywhere. Some say he even has them in the RCM. Dirty fucking peonies who'd do anything for him. Multi-ethnic drug addicts. You're not peonies. You wouldn't be investigating a drug thing if you were. No, of course not. We are not peonies. But if we were, and one of Madre's drivers were to be stealing from him, then it's a good peony's job to find out who that is. It's not a hard job. It won't take a long time. It won't make Padre Madre angry. But a stupid fucking racist is standing in the way, protecting this fucking thief. I'm not scared of you or the mob. I'm under the protection of the Lorrymen and Carters Guild. You've seen that corpse in the ceramic armor there. Did his shitty little guild protect him? Nah, you wouldn't just leave him out there if you... Er versucht, sich eine weitere Zigarette anzustecken, aber seine Hände zittern jetzt. Der Satz endet abrupt. The lieutenant turns and gives you a barely perceptible nod. I've softened him up as best I could. Now it's on you to finish the job. Be careful. This man's still got some fight in him, by the looks of it. It won't be easy to break him. Okay. Wir haben Safe-Klamotten für Zwielicht, oder? Also wir haben schon +1 auf Zwielicht, aber da geht mehr. Würde ich hoffen. Minus. Das ist nicht das, was ich wollte. Wie oft wir diese Klamotten durchgucken, ne? Weil wir immer was anderes brauchen und ich mir halt bei einfach 30 Items nicht merke, was macht. +2 Zwielicht, okay. Immerhin. You finally made it, haven't you? People point fingers at you and whisper to each other when you pass by, wondering to themselves, where did that man get such a cool jacket? Did he receive it upon graduating the École Normale Supérieure de Badasserie? Is he dangerous? Ja, verdammt richtig. Ich bin gefährlich. You are very dangerous, my friend. Dangerous and cool. In fact, no one dares to say a single thing about the jacket. But believe me, they are all very impressed. Ja, natürlich. Looking for something, Hunt? Come to tell me to fuck off again? Men like this only respect two things: strength and fear. Time to turn up the volume. Zeigen Sie mir verdammt nochmal Ihren Lastwagen. Der Lastwagen der Fahrerlady. Wo ist der? Fuck you, I told you. I'm not gonna... There. His voice grows smaller as yours. Ich werde Ihnen für den Rest meines Lebens den Arsch aufreißen, verstanden? Ich stecke Sie in eine Zelle mit einem Riesenkippten. Nach der Begegnung mit dem Kipptenschwanz sind Sie ein Eimer. Ist das klar?
Ich habe Ihren Scheißlastwagen gesehen. Ich weiß, wo er ist. Du zeigst auf ihn. Ich werde ihn abfackeln. Verstanden? Wie heißen Sie, Arschloch? Ich werde im Polizeifunk verbreiten, dass ein Typ sagt, Madre soll sich verpissen. Ah, ich denke, ich gehe mit dem Riesenkipten. Sein Arsch wird ein Eimer sein. Look, fuck you, man. It's some lorry down there. Green, banged up thing. I don't fucking know who she is. When did she go away? I don't know. I don't even know her name. She just rolls with the fleet and acts like a big shot. Some dyke, probably. I haven't even seen her for days. Wo genau ist Ihr Lastwagen? Past the monument. Down there. The Green Temple. Now, leave me the fuck alone, okay? A small temple by the monument. Green. Let's get into that lorry. Looks like he got his adrenaline up, too. Na, dann gehen wir mal. Ziehen uns wieder eine vernünftige Jacke an. Gut, durchsuchen wir den Lastwagen. Ach, wenn wir nicht so umständlich dahin laufen müssten. So, welcher ist es? Ah, hier vorne, okay. This green found, A to Z, contemporaire, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. This must be the one he told us about, unless he was lying. Versuchen wir doch mal durch das Fenster zu spähen. The glass on the side windows is tinted and covered with dust. You can barely make out the shape of a seat and two steering levers. Posters cover the small windows in the back. You can't make out what's on them. It feels like you're peeking into someone's home residence. Inside it's private, cozy, warm, dusty too. Dann drücken wir doch mal auf den Türgriff. The door is locked. The handle looks shiny, like it's recently replaced. Wie kriegen wir das auf, Kim? Use the pry bar to smash the window. Open it from the inside. Im Ernst? This has been hard enough. No need to make it any harder. Na, dann legen wir mal das Werkzeug an. This screen found, A to Z, contemporaire. Und, weil ich nur eine 72% Chance habe, legen wir nochmal das Ding an. Das gibt nochmal +1 Körperapparat. Und ich glaube, das ist es, ne? Mehr kriegen wir da nicht raus. Schmerzgrenze, Zwielicht, aber sonst nichts in der Farbe. Nee, da oben ist ja nichts weiter, okay. Na dann. This screen found, A to Z, contemporaire, is parked in the shadow of the ruins looming overhead. It's seen better days. Call down the hammer of truth and justice. With a firm punch that could shatter bone, you smash through the window. Why you didn't equip and use the pry bar, who knows? But now, release your secrets, lorry cabin. The smell of cigarettes and perfume welcomes you. The cabin inside is plastered with old movie posters. Actresses smile from the walls. There's a radio transmitter in the front and a toolbox tucked under the driver's seat. Some tools lie scattered near the pedals. There's something odd about the passenger seat. The seating fabric has been pulled tight over the lower side of the seat where the toolbox should be. Du bewunderst die Poster. These are movie posters featuring starlets from long-forgotten films from the 20s, the teens, even the 90s of the last century. One of them particularly catches your eye, a centerfold of an ingenue attached right above the back seat. There's definitely perfume in the air. It's spicy, with a hint of amberette, wafting through the bitter air of the cabin. Du hältst inne und fragst dich, was ist das für ein Geruch? The remnants of a sweet juniper-scented perfume, probably granate number 5. Du studierst die Doppelseite. The actress is draped in a sheath dress, one
of her shoulders bared. The faded remains of an autograph run across the poster. She's looking past the camera. A feeling of tenderness washes over you. A longing even, perhaps. And gentle tragedy. Wait, doesn't she resemble someone you know? But you can't put your finger on whom exactly. Es reicht mit den Postern. The actresses and the rear actor all smile you a warm goodbye. A radio transmitter is attached to the dashboard and a toolbox sits under the driver's seat. Ich ziehe den ausziehbaren Werkzeugkasten heraus. A metallic drawer slides out from the seat. It's empty, except for a folded newspaper. Du faltest die Zeitung auseinander. It's an issue of Peripherik from last Wednesday. A piece of paper falls out from its pages. Du hebst den Zettel auf. It looks like an article ripped out from a radio enthusiast magazine. Complex mathematical equations explain the basics of something called the Ulan frequency system. These formulas look oddly painful. Maybe it's the hangover, but they give you a headache. The Ulan frequency system? I've never heard of that before. I know of FM, AM, UKV, but... Er beendet den Gedanken nicht. Du schiebst den ausziehbaren Werkzeugkasten hinein. The pull-out toolbox slides back into its nest. The rest is as it was. Posters, a radio, dust on the windows. Du entfernst den Bezug vom Beifahrersitz. Voila, a stack of neatly folded papers has been stashed behind the seating fabric. You see 3 maps depicting a large metropolitan area. It's Revachol. Some of its routes and highways have been outlined with a pen. Bonne prise. Lobt dich der Lieutenant, während du in deinem Schatz blätterst. Er ist abgenutzt und in ordentliche Rechtecke gefaltet. Du klappst die oberste Karte auf. This large map displays the elevated motorway called 881. The intake leading to Martinez is marked with a blue X. There's another X on the off-ramp at a place called the Old South. Toll booths at the intakes are marked with a circle. It looks like there are scant few ways of getting onto the elevated motorway that runs over Jamrock, and this person knows them all. There, hundreds of thousands of motor carriages roar on the 881, high above the massive brown and red roofs that is Jamrock. The commuters don't even look down. The world ceases to exist outside the windshield. Wo führt diese Straße hin? To Kuron, through the middle-income neighborhoods there, by the river, and then to Stella Maris and La Delta for work, while the men and women of Jamrock scuttle to their fates below the road. Du klappst die zweite Karte auf. This municipal map from the 30s displays a complex system of storm sewers underneath a sub-district called the Pox, old military hospital, right adjacent to the 41st precinct. No storm will ever drown Revachol, the great solution to the riddle of history. Wind rips through the empty hallways of the once great military hospital, now just a ruin under an overgrown park. Beneath the hospital, great sewer tunnels hum and vibrate with life of their own. Was ist das für ein Geräusch? The rattle of motor carriages and lorries driving through long-forgotten tunnels, lit by gaslights. Du siehst dir die dritte Karte an. The final map displays a labyrinth of service tunnels left over from the construction of Motorway 881. A few routes have been marked with a pen, where the tunnels and sewers surface near the eminent domain and a traffic island in central Jamrock by the lake. Looks like the smugglers have infiltrated the road network belonging to East Motor Tract. Die Schmuggler benutzen heimlich die Hochtrasse. So it would seem. Der Lieutenant betrachtet die Karte mit gerunzelter Stirn. The RCM patrols most of these auxiliary roads, though apparently not all of them. Wo kommt die Schmugglerware dann hin? Hard to say. This distribution network looks certainly large, yet still vague enough.
It doesn't reveal much about the Besmerti behind it. Besmerti? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. The Besmerti is a Revacholian crime syndicate. They see themselves as the inheritors of the 14 Revacholian Indo-tribes. But really, they're just violent gangs vying for control on the west side of Revachol. With cool names, like La Puta Madre and Aura Masta. It's a dark parody. Was glauben Sie, wer dahinter steckt? It's definitely not the Union. They just do some logistics. This operation has spread everywhere in Jamrock. If it's that widespread, then Madre remains the most likely suspect. Here's bad news. There have been attempts at a serious investigation before, but they haven't ended well for those involved. Especially bad news for cops who may have something in their past they don't even know is there. Du legst den Stapel Karten wieder unter den Sitz. Best not to disturb the scene. I'll have forensics go over the lorry and pick this up later. Es ist besser, hier nichts zu verändern. Entschuldigung, wir haben die Scheibe eingeschlagen. The stack of maps looks just like before, barely noticeable. The movie stars look silently by, and the pull-out toolbox has a rubber handle, worn from years of use. Du überprüfst die Pedale. You wedge yourself under the steering wheel to get a better look. Seems like the few tools lying around here, a hammer, a pair of pliers, a rusty wrench, have been casually thrown there by the disorganized driver. But one odd detail does catch your eye. A piece of sandpaper has been glued to the throttle. Sandpaper adds extra grip. Sieht so aus, als ob der Fahrer ein Stück Sandpapier auf das Gaspedal geklebt hat, um auf das Gaspedal geklebt hat, um es etwas rutschfester zu machen. Sandpaper? A novel technique? Es würde auch das Muster auf der rechten Stiefelsohle des Fahrers abscheuern. Yes? Es gefällt ihm, worauf das hinausläuft. Do the honors, he thinks. Connect it yourself. Einer der Fußabdrücke am Tatort wies eine Anomalie auf. Eine Sohle war glatter als die andere. Which means that the missing lady driver was present at the lynching. Moment, der fehlende Achter Hardy? Hier? Looks like her, yes. Und sie leitet also auch den Drogenhandel. Was für ein Tausendsasser. Now we know for certain who's the missing 8th person at the lynching. Do you think that Hardy and his boys could also be involved in the drug operation? Na, ich glaube, dass die ganze Gewerkschaft da involviert ist. Vielleicht sogar ganz Martinez. Na, nicht unbedingt. Die Fahrerlady könnte den Drogenhandel geheim gehalten haben. Es würde zu Joyce' Aussagen passen, aber ich will keine Mutmaßung anstellen. Understood. We should still go and see what Titus has got to say on the matter. Are we finished with the lorry? The movie stars are still smiling from the walls. The radio transmitter sits on the center console and a faint smell of perfume is in the air. Ja, und genau den Radio-Transmitter würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Looks like the frequency dial is absent. It requires a key to work, but the key has been removed, likely by the missing lady driver. Strange. There are so many radio stations saved here. Must be over 100 at least. Wie kann jemand so viele Frequenzen benötigen? For contacting an entire fleet of lorrymen, for example. This is all shortwave, UW and UKV. Looks like we are dealing with an impressive organizational tool. The nerve center of a huge operation. With quite a range too. Können wir mit dem Funkgerät irgendetwas anfangen? Doesn't look like it. It's completely inoperable without a dial key. Was ist hier noch so? The ghostly actually closed the rusty old lorry door. Great. I think we got everything. A word, detective? Before we return to Joyce? Okay, Kim möchte mit mir reden. Wir müssen mit Joyce reden. Wir müssen mit den Hardy Boys reden. Aber all das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.